Okay, this is the continuation of our session following the break. Das ist die Fortführung nach der Pause, die wir gerade hatten. And so the first thing I'm going to show you is these genealogies that's in the book of Genesis. Das erste, was ich euch zeigen werde, ist die Reihenfolge, die Familienreihenfolge im 1. Mose. They are very important because they show the firstborn lineage. Und die zeigen die Linie der Erstgeborenen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig. See, the Torah of the Bible isn't meant to explain to you all of human history. Die Tora der Bibel ist nicht dazu da, dir die ganze Geschichte der Menschheit zu erklären. It's only meant to explain you the necessary things that you need to understand God's kingdom. Es ist nur wichtig für die Dinge, die du verstehen musst, um das Reich Gottes verstehen zu können. So from Genesis chapter 5, Aus dem 1. Mose 5 we are told from Adam to Noah is 10 generations. heißt es dann, dass von Adam bis Noah waren es 10 Generationen. And then from Genesis 5:32, Und vom 1. Mose 5,32 in Genesis chapter 11, und im 1. Mose 11 from Noah to Abraham is 10 generations. von Noah bis Abraham sind auch 10 Generationen. Therefore, from Adam to Abraham is 20 generations. Deswegen sind von Adam bis Abraham 20 Generationen. So Isaac is the 21st generation, Jacob is the 22nd generation. Isaak ist also die 21. Generation und Jakob die 22. Generation. And so this chart is going to show you, based upon the ages of the people and their genealogies, Diese Tafel zeigt euch in Anlehnung an das Alter, was die Menschen erreicht haben und an der Geburtslinie. it's going to show you Earth's first Melchizedek priests in Yeshua's kingdom that he created. Hier zeigt es dir die Reihenfolge der Priester nach Melchisedek, die ersten. All right. Here's the list of them. Adam, Und hier haben wir die Liste. Adam, Seth, Enos, Seth, Enosh, Canaan, Kenan, Mahal, Mahal, Jared, Jared, Methuselah. Methuselah. Now I'm going to emphasize the 8th one. That's Noah. Und dann komme ich jetzt auf den 8. Das ist Noah. Number 9 is Shem, Nummer 9 ist Shem. and that's who Abraham paid tithes to, Und das ist der, dem Abraham den 10. gezahlt hat. because Shem was the Melchizedek priest on earth over Yeshua's kingdom. Shem war der Priester nach Melchisedek über Jeschuas Königreich auf der Erde. And so Abraham gave tithes to Shem on behalf of paying tribute to Yeshua. Und so gab Abraham dem Shem den 10. In Anlehnung an Tribute zu zahlen für Jeschua. Number 10, Eber, then 11, Isaac. Und 10 haben wir dann Eber und 11 ist Isaak. And Esau was in position to be number 12. Und Esau hatte die Möglichkeit, Nummer 12 zu sein. But he sold his position to Jacob. Er hat aber seine Position an Jakob verkauft. And so how this works, Adam was the first Melchizedek priest in Yeshua's kingdom. Adam war der Erste in der Reihe der Melchisedek-Priester. When he died, the oldest firstborn son then takes the position. Als er starb, nimmt der älteste, erstgeborene Sohn diese Position ein. So the oldest faithful firstborn son was Seth. Der erste, erstgeborene, treue Sohn war Seth. And so then Enos and Canaan, Mahalalel. Und dann Enoch und Kanaan, Mahalalel. And then Jared. Dann kam Jared. So Jared lived longer than Enoch. Und Jared lebte länger als Enoch. So Enoch was never the supreme Melchizedek
priest on the earth. So war Enoch dann nie der größere Melchisedek-Priester. So after Jared, Methuselah, Nach Jared kam dann Methuselah and after Methuselah, Noah. und danach kam dann Noah. And then after Noah, Shem. Nach Noah kam Shem. And then when Shem died, then we have Eber. Und als Shem dann starb, hatten wir Eber. So Eber outlived Abraham. Eber hat länger gelebt als Abraham. So Eber was a Melchizedek priest, the supreme Melchizedek priest. Eber war einer höher nach der Art von Melchisedek, ein Priester. So Abraham was a firstborn that performed priestly duties, Und er war ein Erstgeborener, der die priesterlichen Aufgaben tat. but he was not the supreme Melchizedek priest in his day. Er war aber nicht der höchste Priester nach Melchisedek in seinen Tagen. But when Eber died, then Isaac became the supreme Melchizedek priest in the earth. Als Eber starb, ist Isaak der leitende Priester nach der Ordnung Melchisedeks geworden. So then the spiritual battle was for position number 12 to complete God's government of creation. Dann ging es hier in der Schlacht um die 12. Position, um das Königreich Gottes fortzuführen oder beizubehalten. That's why we're told so much about Jacob and Esau and Jacob's family. Deswegen wird uns so viel gesagt von Jakob und Esau und deren Familie. Now, Melchizedek I'm speaking English, is an anglicization of two Hebrew words. Melchisedek besteht aus 2 Teilen von hebräischen Worten. And the two Hebrew words are Melech Und die hebräischen Wörter dazu sind Melek and Zedek. und Sadek. Melech means king, Melek bedeutet König and Zedek means righteous. und Sedek bedeutet der Gerechte oder gerecht. So Melchizedek means king of righteousness. Also bedeutet der Name Melchisedek König der Gerechtigkeit. King of righteousness in God's kingdom. König der Gerechtigkeit in Gottes Reich. What is righteousness in God's kingdom? Was ist Gerechtigkeit in Gottes Reich? I've been sharing it with you. It's to be faithful. Das habe ich euch mitgeteilt, treu zu sein. It's to learn the Torah, teach the Torah, live the Torah. Die Tora zu lernen, die Tora zu lehren und die Tora zu leben. So we're told in Genesis chapter 14 that Abraham, after he won spoils of war, Uns wird in 1. Mose 14 gesagt, nachdem der Krieg gewonnen war, that he paid tithes to Melchizedek, king of Salem, which is the old name for Jerusalem. und Abraham zurückkehrte, siegreich aus der Schlacht, hat er den Zehnten gegeben an Melchisedek, der war der König von Salem. Salem ist der alte Name für Jerusalem. Because he was the priest of the Most High God. Denn er war der Priester des allerhöchsten Gottes. In other words, the supreme Melchizedek priest on the earth. Der oberste Priester des allerhöchsten Gottes. So we see that Shem, as a Melchizedek priest, also was the king of Jerusalem. Und wir sehen, dass Shem als Priester auch der König von Jerusalem war. That's the earthly representation of the heavenly. Das ist die irdische Darstellung von dem himmlischen Reich. Yeshua is the Melchizedek priest of the heavenly Jerusalem. Jeschua ist der König und der Priester im himmlischen Jerusalem. And the Father gave Yeshua stewardship over the earth. Und der Vater hat Jeschua die Haushalterschaft über die Erde gegeben. So Yeshua is to be a faithful Melchizedek priest in the earth over the Father's kingdom. Und so wird Jeschua dann der König und Priester über die Erde. And so in Genesis chapter 14, we're told that Abraham gave tithes to Melchizedek. 1. Mose 14 haben wir dann, dass Adam dem Melchisedek den Zehnten bringt. Now remember, Melchizedek is two Hebrew words. Melchisedek besteht aus diesen 2 hebräischen Worten, Melech
and Zedek, Melek und Sedek, king of righteousness. König der Gerechtigkeit. Righteousness is following the ways of the kingdom of the God of Israel. Gerechtigkeit bedeutet, dem Weg des Königreich Gottes zu folgen. What is the ways of his kingdom? Was sind die Wege seines Königreiches? The Torah. Die Tora. So the Melchizedek priest, the king of righteousness, Der König Melchisedek, der König der Gerechtigkeit, is to teach the Torah to others in God's kingdom. ist also auch der anderen die Tora in dem Reich Gottes beibringt. So he would be a preacher or a teacher of Er righteousness. ist dann ein Prediger oder auch ein Lehrer der Gerechtigkeit. Now, with this background I just gave you, Mit diesem Hintergrund, den ich euch gerade gegeben habe, you should be able to properly understand 2 Peter chapter 2 verse 5. solltet ihr jetzt auch den 2. Petrus 2,5 verstehen können. Without the background that I gave you, Ohne den Hintergrund von gerade you'll put the improper thoughts in your minds when you read the verse. habt ihr dann falsche Gedanken, wenn ihr den Vers liest. So it says, and he spared not the old world, but saved Noah, the eighth, a preacher of righteousness. Und da heißt es, er behielt die alte Welt nicht bei, sondern er rettete den Noah und 8 Personen. So the word person is in italics. It's not in the text. Also dieses Person ist da nicht drin. Noah, er rettete 8, darunter einen Prediger der Gerechtigkeit. So if you read this verse casually without the background I've been giving you, Wenn du den Vers liest, ohne den Hintergrund zu haben, den wir gerade erwähnt haben, you will probably read this verse as saying that Noah was one of 8 people that was saved in the flood. dann würdest du das so lesen, Noah war einer von 8 Personen, die in der Flut gerettet wurden. But what it's saying is Was es aber sagt, was es hier heißt, that Noah was God's agent for his kingdom on the earth, dass Noah der Agent Gottes war auf der Erde and Noah was the earth's supreme Melchizedek priest, und dass Noah der übergeordnete Priester nach der Ordnung Melchisedeks ist zu dieser Zeit, zu seiner Zeit. and through his Melchizedek priest, Und durch seine Priesterschaft nach Melchisedek Noah preached God's kingdom, and he preached the Torah of God's kingdom. hat Noah das Königreich Gottes gepredigt und auch die Tora des He Königreichs told Gottes the people on gepredigt. the earth to repent before the flood comes. Und er sagte den Menschen auf der Erde umzukehren, bevor die Flut kam. So he was a preacher of righteousness, Also war er ein Prediger der Gerechtigkeit. and he was the 8th preacher of righteousness from Adam. Und er war der 8. in dem Stand des Predigers der Gerechtigkeit von Adam an. So here's the list again. He was number 8. Hier ist nochmal die Liste und Noah war der 8. in dieser Reihenfolge, der Priester von Adam an bis Noah der 8. And if you look at this chart, it will confirm that he was number 8. Wenn wir das anschaust, dann wird es bestätigt, dass er Nummer 8 war. So next, Als nächstes we're going to see that the Messiah is called a teacher of righteousness. sehen wir, dass der Messias genannt wird, ein Lehrer der Gerechtigkeit. So that's going to tell us that the Messiah is a Melchizedek priest. Da zeigt es uns, dass der Messias ein Prediger der Gerechtigkeit ist und ein Priester nach Melchisedek. So speaking of the coming of the Messiah in Hosea chapter 6 verse 3, Und wenn wir von dem Kommen des Herrn reden in Hosea 6, Vers 3, it says, his going forth is prepared as the morning, sein Hervorkommen wird vorbereitet wie der Morgen and he shall come unto us as the rain. und er wird zu uns kommen wie der Regen, It's because the Torah is likened to rain or water. weil die Tora auch Wasser oder Regen gleichgestellt wird. So then in Joel chapter 2 verse 23, Und in Joel 2 und 23 lesen wir, it says, be glad, you children of Zion, and rejoice in the Lord your God. seid glücklich, ihr Kinder Zions, und erfreut euch in dem Herrn, eurem Gott.
And so the English King James says, he's given you the former rain moderately. Und da heißt es in der King James Übersetzung, er hat euch den ersten Regen oder den vorherigen Regen in einem normalen Maß gegeben. But that's not what it says in the Hebrew. Das ist aber nicht, was es im Hebräischen heißt. Former rain in Hebrew is moreh. Der erste Regen ist Moreh im Hebräischen. And moreh means teacher. Und Moreh bedeutet Lehrer. And moderately in Hebrew is zedekah. Und dieses in einem Maß oder normalen Maß ist Zera. Which means righteous or righteousness. Und das bedeutet gerecht oder Gerechtigkeit. So it literally says in the Hebrew, he's going to give you the teacher of righteousness. Buchstäblich heißt es im Hebräischen dann also, er gibt dir den Lehrer der Gerechtigkeit. So it means that the Messiah is a teacher of the Torah. Das heißt, dass der Messias der Lehrer der Tora ist. And it says that the Messiah is a Melchizedek priest. Und es heißt, dass der Messias ein Priester nach Melchisedek ist. So let's summarize this section of the teaching. Das wollen wir noch eben zusammenfassen. Beginning with Adam, Wir fangen bei Adam an, the oldest firstborn living on the earth, dem ältesten Erstgeborenen, der auf der Erde lebt. had a position of leadership in the Melchizedek priesthood. Der hatte eine Position von Leitung in der Priesterschaft Melchisedeks. A Melchizedek priest is a king. Der Priester nach Melchisedek ist ein König, He's a firstborn, er ist ein Erstgeborener and he's a priest. und er ist ein Priester. So because he's a priest, he receives tithes. Weil er ein Priester ist, erhält er hier den Zehnten. That's why Abraham gave tithes to Melchizedek. Deswegen hat Abraham den Zehnten an Melchisedek gegeben. Number 2, Das Zweite, by being faithful to Yahweh, dadurch, dass er treu war Jahwe gegenüber, that means to learn the Torah, das heißt, die Tora zu lernen, study the Torah, die Tora zu studieren teach the Torah, und die Tora zu lehren, live the Torah. und er lebte die Tora, So this Melchizedek priest is called a teacher of righteousness. so wird der Priester nach Melchisedek hier auch der König der Gerechtigkeit genannt. So from Adam, the oldest firstborn living on the earth, Von Adam an, der älteste Erstgeborene, der auf der Erde lebt, who is a faithful firstborn son, der ein treuer Erstgeborener Sohn ist, qualifies to become a savior, a redeemer for others and for mankind. hat sich qualifiziert, ein Erlöser und ein Retter zu sein für die ganze Menschheit. That is mankind that's living under the curse from Adam's sin. Das bedeutet für alle Menschheit, die unter dem Fluch von Adams Sünde gelebt hat. But a requirement of this position Aber eine Voraussetzung für diese Position, dieses Amt, is that if the situation calls for it, wenn die Situation danach ruft, you must be willing to give up and lay down your life to restore or redeem someone from the family. dann musst du dein eigenes Leben bereit sein, niederzulegen für die anderen, dass du den Teil der Familie erlösen und erretten kannst. That means departed from the Torah of Yeshua. Das bedeutet die sich von Jeschua und von der Tora entfernt haben. So Noah then specifically was the 8th Melchizedek priest on the earth from Adam. Noah war der 8. Priester nach Melchisedek von Adam aus. Now we're going to look at Midrash Rabbah Numbers 4:8. Jetzt schauen wir uns 4. Mose 4,8 an. It's going to explain that Adam was the world's firstborn, Da heißt es dann, dass Adam der Erstgeborene der Welt war. and that Adam as a priest offered sacrifices. Und dass Adam als Priester Opfer gebracht hat. And the rabbis quote from Psalm 69 verse 31. Und die Rabbiner zitieren hier Psalm 69, Vers 31. It pleases the Lord better than a bullock that has horns and hooves. Es gefällt dem Herrn besser als ein Bulle, der Hörner hat und Hufe. So Adam as a priest, as the high priest on the earth, Adam als ein Hohepriester, als der Hohepriester auf der Erde zu der Zeit, he wore priestly garments. er hat priesterliche Gewänder angehabt.
quoting from Genesis chapter 3, verse 21. Und das ist ein Zitat aus dem 1. Mose 3, Vers 21. And the Lord God made for Adam and for his wife garments of skins and clothed them. Und der Herr Gott machte für Adam und seine Frau Kleidung aus Haut oder aus Fell und hat sie damit angezogen. Among the garments Unter dieser Kleidung were robes of honor which subsequent firstborn wore. waren auch Kleidung der Ehre für den Erstgeborenen, die er anhat. So Adam was given the birthright. Adam wurde das Erstgeburtsrecht gegeben. Quoting from Genesis 48, verse 21, Zitat aus 1. Mose 48, Vers 21. Israel said to Joseph, Behold, I die. Israel sagt zu Josef, siehe, ich sterbe. Genesis 48, 22. Und im 1. Mose 48, 22, Moreover, I've given to you one portion, which in Hebrew is Shechem. siehe, ich habe dir eine Portion, einen Teil gegeben, im Hebräischen wieder Shechem. Rabbi Judas said that the portion, or Shechem, means the birthright and the raiment of Adam. Rabbi Judah sagt, diese Portion oder Shechem bedeutet das Geburtsrecht oder die Herrschaft von Adam. So the firstborn does not only have kingship rights, but priestly rights. Der Erstgeborene hat also nicht nur das Anrecht auf die Königsherrschaft, sondern auch priesterliche Rechte. Quoting from Genesis 25, verse 33. Aus 1. Mose 25, Vers 33. Jacob said, Swear to me. Und da sagt Jakob, schwöre mir. And so the question is asked, why did Jacob display such eagerness for the birthright from Esau? Warum hat Jakob so einen Drang danach gehabt, das Geburtsrecht von Esau zu haben? The answer is that before the tabernacle was built in the wilderness, Das heißt, vorher, wo die Stiftshütte in der Wüste gebaut wurde, the religious service to the God of Israel, war der religiöse Dienst vor dem Gott Israels. that is, the sacrificial service, was performed by firstborns. Wurde der Dienst von den Erstgeborenen ausgeführt. And after the tabernacle was built, Und nachdem die Stiftshütte gebaut war, the sacrificial service was performed by the Levites. wurde diese Opfertaten durch die Leviten, durch die Priester dargebracht. That is, the priests. Und das sind die Priester. So Adam was also a king. Adam war auch ein König. Genesis chapter 1, verse 26. 1. Mose 1, Vers 26. God said, let us make man in our image after our likeness. Da heißt es dann, lasst uns Menschen machen in unserem Ebenbild, in unserem, so wie wir geschaffen sind. And let them have dominion. Und lass sie Herrschaft haben. If you have dominion, you rule and reign over it. Wenn du Herrschaft hast, dann regierst du und herrschst du. And if you rule and reign over it, you're a king over it. Und wenn du darüber herrschst und regierst, dann bist du ein König darüber. So Psalms chapter 8, verse 5 Psalm 8, Vers 4, says man was crowned with glory and honor. da heißt es dann, der Mensch wurde gekrönt mit Ehre und Herrlichkeit. Crowned, he's a king. Das gekrönt zu werden bedeutet, er ist ein König. So Adam was the world's first Melchizedek priest in Yeshua's creation. Adam war also der erste König und Priester nach Melchisedek und der Erstgeborene der Schöpfung Jahwes. So he functioned in the office of king and priest and firstborn. Er hat also als in dem Amt des Königs, des Priesters und des Erstgeborenen gestanden. So now, in the garden, Adam has a test. In dem Garten hat Adam einen Test, den er bestehen muss. He has a test to see whether he's going to be faithful to his office. Er hat einen Test, wo nachgeprüft wird, ob er seinem Stand gegenüber treu ist. So we're told in 1 Timothy chapter 2 verse 14 Im 1. Timotheus 2, Vers 14 heißt es, that Eve was deceived by the serpent. dass Adam betrogen wurde durch die Schlange. So Eve was deceived by the serpent. Eva wurde betrogen durch die Schlange. But Adam was not deceived. Adam wurde aber nicht betrogen. Now, since we've been studying the Melchizedek
priesthood and its office, weil wir hier das Priestertum des Melchisedeks und sein Amt studieren. when Eve fell, when she was deceived, Als Eva fiel und als sie betrogen wurde, Adam's duty Getäuscht was wurde. to lay down his life for her to restore and redeem her. war die Aufgabe des Adam, sein Leben für sie niederzulegen, um sie zu erlösen und zu erretten. That's what a faithful Melchizedek priest does. Das ist, was ein treuer Priester nach Melchisedek tut. But instead of laying down his life for her and to instruct her in the proper way, Aber statt sein Leben für sie niederzulegen und sie auf die richtige Art und Weise zu instruieren, he participated of the sin with her. He ate with her. nimmt er teil an ihrer Sünde. Er aß mit ihr. So we're told this part of what happened in the garden to explain to us that Adam failed the test. Also wird uns diese Geschichte mitgegeben, damit wir erkennen können, dass Adam hier bei dem Test versagt hat. So because Adam failed the test, Weil Adam mit dem Test hier versagt hat, he was driven out of the garden. wurde er rausgetrieben aus dem Garten. And the Hebrew word for drove out is garash. Und das hebräische Wort hier für austreiben ist gadash. It means to drive out, Auszutreiben heißt das, expel. einen dem Platz zu verweisen It means to exile. und in Exil zu bringen. It also means a divorce. Und das heißt auch, sich zu trennen, also eine Scheidung. And so, summarizing Adam and his role, Und Adam und seine Rolle oder seinen Stand zusammenzufassen. Yeshua created the heavens and the earth. Jeshua hat die Himmel und die Erde geschaffen. He made Adam steward over the earth. Er hat Adam die Haushalterschaft über die Erde gegeben. And so Adam was a king, priest, firstborn. Und Adam war ein König, ein Priester und ein Erstgeborener. And we're told about what happened in the garden Und wie uns wird gesagt, was im Garten passiert ist, to explain to us that Adam failed his test to walk in faithfulness of the Melchizedek priesthood. uns zu erklären, dass Adam versagt hat, in dem Test als Priester nach Melchisedek zu laufen. So he lost his place in the garden and was expelled from the garden. Also hat er seinen Platz im Garten verloren und wurde ausgewiesen, ausgetrieben aus dem Garten. So as we continue our studies, Während wir weiter studieren, all that we're going to do alles, was wir machen werden, is look at example after example ist, dass wir Beispiel für Beispiel anschauen, to see who is faithful and who is not, um uns anzuschauen, wer treu ist und wer nicht and how they were unfaithful und wie sie untreu waren and how they were faithful. und wie sie treu waren. Because these are lessons for us Denn das sind Einheiten und Lektionen für uns, that we're to read and study and learn from. die wir lesen sollten, studieren sollten und von denen wir lernen sollen. Because if you ultimately understand what Yeshua did for you in the new covenant, Wenn du verstehst, was Jeshua mit dem Bund für dich getan hat, he's redeemed you and made you a king, priest, and firstborn. er hat dich erlöst und er hat dich zu einem König, einem Priester und einem Erstgeborenen gemacht. He's restored you to Adam's place in the garden. Er hat dich wiederhergestellt zu dem Stand, den Adam im Garten hatte. And you're to study the Torah and study these lessons Und du solltest die Tora lernen und diese Lektionen lernen, so that you can be found to be a faithful Melchizedek priest in Yeshua's kingdom. damit du dann als treu erfunden werden kannst als Priester in der Ordnung des Melchisedeks in deinem Leben. Because as it says in Revelation chapter 5 verse 10, Denn so wie es heißt in der Offenbarung 5, Vers 10, he wants you to rule and reign with him in his kingdom. er möchte, dass du gemeinsam mit ihm regierst in seiner Königsherrschaft. You know what another name is for those that rule and reign with him when he sets up his kingdom on the earth? Wisst ihr, was ein weiterer Name ist für die, die mit ihm herrschen und regieren, wenn er sein Königreich aufbaut? Another name's called his bride. Ein anderer Name dafür ist seine Braut. And he wants to have a bride to dwell with and rule and reign with. Und er möchte eine Braut, mit der er herrschen, regieren und wohnen kann. Because Yeshua's king and she's queen. Jeshua ist der König und seine Braut ist die Königin. She rules and reigns with him. Sie herrscht und regiert mit ihm.
May we be counted worthy. dass wir als treu erfunden werden. In Yeshua's Oder name, würdig erfunden werden, in Jeschuas Namen. amen. And Amen. let's have a good lunch. Und lasst uns eine gute Mittagszeit haben.